I have done so many things. I have started so many different paths. I have mostly everything I wanted in life, yet I'm not happy. Ich habe so viele Dinge, ich habe so viel erreicht und trotzdem bin ich nicht glücklich in meinem Leben. How many of you have ever felt that way? Wie viele von euch haben sich jemals so gefühlt? Yeah. And think for yourself, why do you think that is? Und denk mal, woran könnte das bei euch liegen? So now I ask you this question. What is the goal of A Course in Miracles? Und deshalb frage ich dich jetzt diese eine Frage, was ist das Ziel des Kurs in Wundern? Present moment. The present moment. Das Sein im Jetzt, der präsente Moment. The peace of God. Peace of mind, ja. The peace of God. Peace of mind, I hear, and peace of the world. No, peace of God. Peace of God, the peace of God. Der Frieden Gottes, der Frieden der Gedanken. Awakening, Erwachen, forgiveness. glücklich sein, im Jetzt sein. Yeah. Okay. To open your heart. Dein Herz zu öffnen. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Who am I really? Who am I really? Okay. So if you take a good look at the answers that most of us have provided, a lot of them have to do with me. Wenn ihr euch die Antworten anschaut, die meisten, die wir gerade gehört haben, haben mit mir zu tun. In a way, spirituality is infected with the me idea. Also unsere Fragen, unsere Antworten sind mit dieser Idee vom Ich infiziert. It's about my journey, it's about my happiness. Es geht um mein Glück, es geht um meine Reise. It's about me being in the present moment and enjoying myself. Es geht darum, dass ich mich hier in diesem präsenten Moment befinde und dass ich Freude habe. It doesn't matter if I am alone, I can be happy with what I have. Dass ich glücklich sein kann mit egal was ich habe. Ich kann einfach hier sein. It doesn't matter what others think, you follow your dreams. Es ist egal, was andere denken, du folgst deinen Träumen. I call this narcissistic spirituality. Ich nenne das narzisstische Spiritualität. It is, in A Course in Miracles, we also like to see the image of a mirror. Your brother is a mirror. Aha, also wir sagen ja auch im Kurs in Wundern, dass dein Bruder ein Spiegel ist von dir. And that's very much the myth of Narcissus, who fell in love with himself in a mirror. Und das ist ja auch genau der Mythos von Narzissus, der mit sich selbst sozusagen, der sich in sich selbst verliebt hat, in sein eigenes Spiegelbild. Why I am not happy? Warum also bin ich nicht glücklich? Because I think it is about myself and not everyone else. Weil ich denke, es geht um mich hier und nicht um jeden anderen. A Course in Miracles is all about your brother. Im Kurs in Wundern geht es alles um deinen Bruder. It's impossible that you can be happy and not have someone else in your life be happy. Es ist unmöglich, dass du glücklich bist, ohne dass jemand anderes an deiner Seite glücklich ist. It's impossible to be happy all by yourself. Es ist unmöglich, glücklich zu sein, ganz allein. You have a responsibility to your brothers. Du hast eine Verantwortung gegenüber deinen Brüdern. I said in my talk from 2 days ago that you are destined to make someone else happy. Du bist dazu bestimmt, jemand anderen glücklich zu machen. Today, I'm gonna make it a bit more strict. You are not just destined to be happy, it's your function. Heute werde ich ein bisschen strenger sein als in meinen letzten Talks. Es ist deine Funktion, jemand anderen glücklich zu machen. What does it mean to have a function? Was bedeutet das, eine Funktion zu haben? If you think, for example, of a washing machine, you know that the washing machine is not what it does.
Die Waschmaschine ist ja nicht das, was sie tut, zum Beispiel. What it does is how kids would describe objects. A washing machine is for washing. Das ist sowas, wie Kinder ein Objekt beschreiben würden. Also zum Beispiel eine Waschmaschine macht, ja, dass die Wäsche gewaschen wird. In the same way, we are not our function, we are the Son of God, but we have a function. Und genauso sind auch wir nicht unsere Funktion. Aber wir sind ja als Sohn Gottes, also wir haben eine Funktion, aber wir sind diese Funktion nicht. So. In heaven, we have a function. We were created for a purpose, which is to create more. Im Himmel sind wir dazu gemacht worden, mehr zu kreieren. But here, in this dream, we don't have that function anymore, yet we still have another one. Aber hier in diesem Traum haben wir diese Funktion nicht mehr, sondern eine andere. And the only thing that mirrors very well the function of creating more in heaven, in this place, is making happy. Und das, was das hier auf dieser Erde spiegelt am besten, ist, jemand anderen glücklich zu machen. That's also called healing. Das nennt man auch heilen. So, I want you to think of a person in your life that you think is asking of you something, but you do not want to give it. Ich möchte gerne, dass du jetzt an eine Person denkst in deinem Leben, von der du glaubst, sie möchte etwas von dir. Und du möchtest es ihr aber nicht geben. Maybe it's because you think it's asking too much of you, or you're tired of always giving and not getting anything in return. Vielleicht sind da zu viele Erwartungen oder du bist einfach müde, immer wieder was zu geben und du kriegst nichts zurück. Raise your hand if you have someone like that in your life. Heb mal deine Hand, wenn du siehst, dass du jemanden in deinem Leben hast, bei dem das so ist. Raise your hand if you believe you are the Son of God. Heb deine Hand, wenn du glaubst, du bist der Sohn Gottes. How can these two things be possible at the same time? Wie können diese beiden Sachen gleichzeitig wahr sein oder möglich sein? Okay, so let's fix it. Also, lass uns das Problem lösen. Okay, so I invite you to close your eyes, Also, ich lade euch ein, jetzt die Augen zu schließen. and we can enter now the holy instant. Und wir können jetzt in den heiligen Augenblick gehen zusammen. Let's be here and now. Lasst uns hier und jetzt sein. And as I told you last time, there is a trick. You can perceive with the 5 senses at the same time. Und wie ich euch vor kurzem erzählt habe, es gibt diesen Trick. Ihr könnt euch in den heiligen Augenblick immer mit euren 5 Sinnen holen. Focusing first on the weight of your body. Fokussiert euch zuerst auf das Gewicht eures Körpers. At the same time that you focus on the weight of your body, you perceive the rhythm of your breathing. Und während du wahrnimmst, wie dein Körper schwer ist, fokussierst du dich auch auf den Atemrhythmus. You can perceive the temperature of the room and the temperature of the air coming in and coming out with your breathing. Du kannst gleichzeitig also mit deinem Körpergewicht wahrnehmen, wie dein Atem ein- und ausgeht, die Temperatur des Raumes. If there's any thought, you can observe and let go. You are determined to be here and now. Und wenn es irgendeinen Gedanken gibt, der sich dazwischen quetschen will, dann denk an deinen Willen, du möchtest hier und jetzt sein. Focus again on your weight, the temperature and your breathing. Fokussiere dich jetzt auf dein Gewicht, auf die Temperatur und auf deinen Atem. And start paying attention to all the sounds in this place. Und jetzt fange an, bewusst zu werden, all dieser Geräusche in dieser Umgebung. There's the sound of my voice, the sounds of the room, and the temperature of the room. Da ist der Sound meiner Stimme und das Geräusch des Raumes, die Temperatur des Raumes. Nimm den Raum wahr. Don't worry if you're thinking, just observe the thought and come back to the senses in your body.
Mach dir keinen Gedanken, wenn da irgendein Gedanke vorbeifliegt. Fokussiere dich einfach weiter auf die Temperatur deines Körpers und auf all deine Sinne jetzt. You can focus now on the taste in your mouth. Jetzt kannst du dich auch fokussieren auf den Geschmack in deinem Mund. Weight, posture of your body, sound and taste. Also dein Körpergewicht, deine Haltung, die Geräusche und der Geschmack. And perceive now how you feel on the inside now that you have 3 senses active. Und spüre nun in dich hinein, wie fühlst du dich, wenn du diese 3 Sinne aktiviert hast. Activate the sense of smell. Aktiviere jetzt dazu den Geruchssinn. Temperature, taste, smell and sound. Temperatur, Geschmack, Geruch und Geräusch. If there's any thought, observe and let go. Wenn es einen Gedanken gibt, beobachte ihn und lass ihn los. With your eyes closed, perceive any color, light or movement through your eyelids. Mit deinen geschlossenen Augen nehme wahr, was es an Licht gibt, an Farben, durch deine Augenlider hindurch. And see how you feel in the inside with all your senses active at the same time. Und jetzt fühle in dich hinein, wie fühlst du dich, wenn all deine Sinne aktiv sind? Deutsch bitte lauter. Wie fühlst du dich, wenn all deine Sinne aktiv sind? Everything at the same time. Alles zur selben Zeit. And now you become an observer of yourself. Und jetzt wirst du ein Beobachter von dir selbst. And in front of you is that person who's asking something of you. Und vor dir steht diese Person, die etwas von dir möchte. Try to imagine this person now asking that something of you and see how you feel. Versuch dir jetzt diese Person vorzustellen, wie sie vor dir steht, die etwas von dir will, und schau, wie du dich fühlst. Do you feel anger? Do you feel fear? Do you feel afraid? Fühlst du Wut? Fühlst du Angst? Furcht? Observe how you feel like in this very moment. Schau, wie du dich jetzt fühlst in diesem Moment. And now turn back and see back in your past, somewhere in your life where you can find a little you who felt the same way. Und jetzt gehen wir zurück in die Vergangenheit und schau zurück in diesen Moment, wo du als kleines Kind dich ganz genau so gefühlt hast. And who was there with you? Und wer war dort mit dir? What were you angry about, afraid about, and who was denying you something you wanted to have? Und was war deine Angst dort oder was war deine Wut? Was waren deine Gefühle in diesem Moment? Und wer war dort mit dir und hat dir verweigert, was du gerne wolltest? Luckily, you know a lot more today than you did when you were a child. Glücklicherweise weißt du heute mehr, als du damals als Kind wissen konntest. So you can go rescue that child and teach him or her the truth. Und du kannst jetzt dieses Kind retten und ihm die Wahrheit beibringen. Imagine that you go back and you hug that little child. Geh also zurück und umarme dieses kleine Kind. And you say to that little child, you are the Son of God. Und du sagst zu diesem Kind, du bist der Sohn Gottes. You have everything. Du hast alles. You're safe. Du bist sicher. Maybe you don't know what this all means, but I am here to show you. Vielleicht weißt du nicht, was das alles bedeutet, aber ich bin hier, um es dir zu zeigen. And you will imagine that from your chest comes a light that will show the child that he or she is the Son of God. Und jetzt stell dir vor, dass aus deiner Brust ein Licht herausströmt zu diesem Kind, was das Kind umfängt.
And this child starts becoming that light that you're giving her or him. Und dieses Kind wird jetzt zu dem Licht, was du ihm gibst. Give that child all your love. Gib diesem Kind all deine Liebe und dein Licht. And imagine that this light that you're giving your child comes back into you, and that child grows and becomes an adult there with you. Und jetzt stell dir vor, dass dieses Licht, was in diesem Kind ist, auch wieder zurück zu dir fließt. Und das Kind wird jetzt erwachsen und wird erwachsen mit dir. And there you know that you are the Son of God. Und jetzt weißt du, du bist der Sohn Gottes. And there in your past, who was there with you, who was denying you something that you wanted to have? Und da in deiner Vergangenheit, wer war dort bei dir und hat dir etwas verweigert, was du so dringend wolltest? Look at that person and say to them, I let go of the role I made you play in my life. Schau dir diese Person an, schau ihr ins Gesicht und sag ihr, ich lasse dich heraus aus der Rolle, die ich dir in meinem Leben gegeben habe. Ich entlasse dich aus dieser Rolle. I thought I was lacking. Ich dachte, Something dass mir etwas fehlte, that you had and didn't want it or did not want to give to me. das du hattest, aber mir nicht geben wolltest. And I blamed you for that. Und ich habe dich dafür beschuldigt. And with that I caused you harm and to myself. Und damit habe ich dich verletzt und mich. But now I want to see the truth in you. Aber ich möchte jetzt die Wahrheit in dir sehen. You are the Son of God, Du bist der Sohn Gottes, like me. genau wie ich. And imagine that this person also has sunlight somewhere in his body. Und jetzt stell dir vor, dass diese Person auch Licht hat in seinem Körper irgendwo. And let this light grow brighter and bigger in every direction. Und fokussiere dich darauf und sehe, wie dieses Licht auch in dieser Person wächst und sich auf seinen ganzen Körper ausbreitet. And let this light replace the image of the person until you see nobody there. Und lass dieses Licht das ganze Bild, was du von diesem Menschen hast, ersetzen, bis du gar keiner Person mehr siehst, sondern nur noch Licht. You only see the light of the Son of God. Dann siehst du nur noch das Licht des Sohn Gottes. And you let this light come back to you. Und du lässt dieses Licht wieder zu dir zurückkommen. And this person thanks you and blesses you for liberating them. Und diese Person dankt dir und segnet dich dafür, dass du sie befreit hast. I've been waiting so long for this. Ich habe so lange darauf gewartet. Thank you. Danke. And imagine that you both become a single light. Und jetzt stell dir vor, wie ihr zusammen verschmilzt und ein einziges, eines Licht werdet. With no separation. Ohne Trennung. Observe how you feel now. Beobachte, wie du dich jetzt fühlst. And you can imagine now that you come back to your present life. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass du wieder zurückkommst in dein präsentes, in dein jetziges Leben. And in front of you is that person who was asking something of you. Und vor dir steht wieder diese Person, die etwas von dir wollte. And you say to this person, forgive me for the role I made you play in my life. Und du sagst auch zu dieser Person, vergib mir für die Rolle, die ich dir in meinem Leben gegeben habe. I was repeating the same things I was doing in my past. Ich habe die Dinge aus meiner Vergangenheit wiederholt. And blamed you for that. Und ich habe dich dafür beschuldigt. I hope you can forgive me. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. I only wish for you peace and happiness. Ich wünsche dir nur Frieden und Glückseligkeit.
I want to see the Son of God in you now. Ich will jetzt den Sohn Gottes in dir sehen. And you imagine that he has some light coming out of himself. Und jetzt siehst du, wie da Licht aus ihm heraus leuchtet. And you let this light replace entirely the image that you had of him. Und du lässt dieses Licht ganz das Bild, was du von ihm hast, einnehmen. You look, Stattdessen leuchten. you look beyond the body Und jetzt schaust du über den Körper hinaus to the real thing that God created. zu dem wahren Ding, das Gott kreiert hat. And as a thank you, this person sends you his light Und als Dankeschön sendet dir diese Person sein Licht and blesses you und segnet dich with the same happiness that you gave. mit derselben Glückseligkeit, die du gegeben hast. And you become one in a single light. Und auch ihr vereinigt euch wieder in einem Licht. Observe now how you feel. Beobachte, wie du dich jetzt fühlst. Imagine this person tomorrow asks the same thing of you. Und jetzt stell dir vor, dass diese Person dieselbe Sache wieder von dir will. And see how you feel now about this. Und jetzt schau, wie du dich jetzt dazu fühlst. You can say to the Holy Spirit now, Holy Spirit, help me answer my brother's request only with love. Und du kannst jetzt den Heiligen Geist bitten, Heiliger Geist, bitte hilf mir, dass ich die Bitten meines Bruders nur mit heiliger Liebe beantworte. And with that prayer you can come back to your body. Und in diesem Gebet kannst du auch zu deinem Körper wieder zurückkommen. You can move your toes, your Du hands. kannst deine Zehen wieder langsam bewegen. You can Finger. stretch if you need to and open your eyes again. Vielleicht stretchst du dich ein bisschen und dann öffnest du langsam deine Augen. Okay, question time. Okay, Zeit für Fragen. So raise your hand if you felt differently from the first time you saw the person asking something of you and the end of the exercise. Also heb deine Hand, wenn du dich am Anfang anders gefühlt hast gegenüber der Person, die etwas von dir wollte, gegenüber dem Ende. Great. So what this shows is that it is only my will to not give what is making me miserable. Es zeigt also, dass das Einzige, worum es hier geht, es ist nur mein Wille, der macht, dass es Miserable. genau, der macht, dass ich mich schlecht fühle und alle anderen dazu. Because how many of you felt happiness at the end of the exercise? Also viele haben sich am Ende glücklich gefühlt, ja? Genau. Right? How many of you felt some sort of love sensation? Wie viele von euch haben sowas wie Liebe gefühlt am Ende? Right. Very good. Sehr gut. So this is the proof that giving is receiving. Und das ist wieder der Beweis, dass Geben Empfangen ist. Okay, we just did it here in our minds and we received the benefits immediately. Wir haben es jetzt hier nur in unseren Gedanken gemacht, aber wir bekommen sofort die Antwort und die Geschenke dafür. And you can rest assured that the other person felt it too. Und du kannst dir sicher sein, dass auch die andere Person das in diesem Moment gefühlt hat. So why I am not happy Und jetzt zurück zur Ausgangsfrage, warum bin ich also nicht glücklich? is because I have built a little kingdom all for myself. Weil ich
mir ein kleines Königreich nur für mich selbst gebaut habe. And I have built this kingdom on a desert. Und ich habe dieses Königreich gebaut in einer Wüste. And you say, please don't take my water. Und du sagst, bitte nimm mir nicht mein Wasser weg. And if you say someone with a bit more water than you have, you want that for yourself. Und wenn du da jemanden siehst, der hat ein bisschen mehr Wasser als du, dann sagst du, hey, ich will das auch. And everyone lives on this earth, forming their own little tiny kingdoms. Und auf dieser Erde leben wir alle und versuchen unser eigenes kleines Königreich hier zu. You can barely move. Ja, du kannst dich kaum bewegen. I'm happy. Du bist sehr schwerfällig I'm independent. und vollkommen abhängig. Nee, unabhängig. I'm following my dreams. Ja, ich folge wirklich meinen Träumen total. You know, there was someone who said that everyone on this earth is on a pool of shit up to the neck. Da war jemand, der hat mal gesagt, jeder auf dieser Erde steckt eigentlich bis zum Hals tief in der Kacke. And we don't ask, please take me out of here. We say, please don't make waves. Und wir sagen nicht, hey, bitte hol mich heraus, sondern hey, bitte mach nicht so viele Wellen. Okay, how can we get out of this desert? Wie können wir also aus dieser Wüste entkommen? We need to open the gates. Wir müssen einfach die Tore öffnen. Okay? So the exercise that we just did was opening the gates of your little kingdom. Und diese Übung, die wir gerade gemacht haben, hat genau das getan, die Tore zu eurem kleinen Königreich geöffnet. And it opened the door to a river that is now crossing your little kingdom and now is a bit more green. Und es hat die Tore geöffnet zu einem Fluss, der dort an eurem Kingdom vorbeifließt. Und plötzlich ist alles ein bisschen grüner. And now people who are afraid of leaving their little kingdom are looking at the distance to your river. Und Menschen, die ein bisschen ängstlich sind, dass sie vielleicht nicht genug Wasser haben, schauen da in der Ferne auf dein Königreich mit diesem neuen Wasserlauf. There's an oasis there. I should go to that person. That person has something. Da ist irgendeine Oase. Vielleicht hat diese Person was. Ich sollte da vielleicht mal vorbeischauen. What are you going to do about it? Was machst du damit? Yeah, you could close the doors again. I have a river now, it's mine. Genau, wir können die Toren wieder schließen. Ich habe jetzt einen wunderschönen Fluss, oder? So A Course in Miracles is a path in which the more you give, the more proof you get. Der Kurs in Wundern ist, das ist gut, der Kurs in Wundern ist ein Zeichen und sagt, dass je mehr du gibst, du bekommst den Beweis dafür, dass du immer mehr zurückbekommst. At the beginning, we may be afraid of walking out in the desert and extending our little garden. Vielleicht waren wir am Anfang von unserem Bild ein bisschen ängstlich und wir haben uns aus unserem Garten, aus unserem Kingdom nicht so, aus unserem Königreich nicht so herausgewagt. So what does the Holy Spirit do? He sends people to our gates. Also, was macht der Heilige Geist? Er schickt Menschen an unser Tor. They're wanderers of the desert looking for some water. Die ganzen Wanderer aus der Wüste, die sich nach Wasser sehnen. Are you going to help them? Also, hilfst du ihnen? A Course in Miracles is just that. It's a course in miracles. Und das ist es eben. Der Kurs in Wundern ist eben genau das. Ein Kurs in Wundern. You are being trained so that you can receive these people and help them. Ihr seid dafür trainiert, diese Menschen zu empfangen und ihnen zu helfen. This is not a course so that I can be happy. Es ist nicht ein Kurs, damit ich jetzt hier glücklich werden kann, It's so that we can all be happy at the same time. sondern dass wir alle gleichzeitig glücklich sein können. Yeah. Yay! So let's make an exercise to make this a vivid example of how it could be
to be a miracle worker in this Okay. world. Also jetzt lasst uns eine Übung machen, wie es sein könnte, wenn wir wirklich Wunderwirkende sind in dieser Welt. Okay, so we try again. Let's start entering the holy instant together. Also lasst uns jetzt wieder den heiligen Moment miteinander erleben. So close your eyes. Schließ deine Augen. You have practiced now. Wir haben es schon jetzt geübt. Let's focus our attention on the 5 senses at the same time. Lass deine Aufmerksamkeit auf all deine 5 Sinne gleichzeitig gehen. Starting with the weight of your body. Fange an mit dem Gewicht deines Körpers. Focus on the weight of your body and the temperature of this room. Fokussiere dich auf das Gewicht deines Körpers und auf die Temperatur in dem Raum. You can perceive the sounds of this room. Nimm jetzt die Geräusche des Raumes wahr. And if there's any thought, just observe it and let it go. Und wenn da ein Gedanke kommt, nimm ihn wahr und lass ihn gehen. Observe how you feel on the inside as you activate all your senses. Beobachte, wie du dich in dir fühlst, wenn du all deine Sinne aktivierst. And if there's any thought, just observe and let go. Und wenn wieder ein Gedanke kommt, beobachte ihn und lass ihn gehen. Activate the sense of smell. Aktiviere jetzt den Geruchssinn And the sense of taste. und dann deinen Geschmackssinn. So you have the weight of your body, the sounds, taste and smell. Du hast also das Gewicht deines Körpers, den Geschmack, den Geruch. And with your eyes closed, observe any light, color, movement that can come through your eyelids. Und mit deinen geschlossenen Augen nimm jetzt die Lichter wahr, die durch deine Augenlider zu dir strömen. You are determined to be here and now. Du willst jetzt und hier sein. And now you become an observer of yourself. Und jetzt schon bist du ein Beobachter von dir selbst. And you imagine that you are in a meadow, all by yourself. Und du stellst dir vor, du bist ganz allein auf einer großen grünen Wiese. And at the distance, you see a person coming to you. Und in der Ferne siehst du, wie eine Person auf dich zukommt. It's a person of your life that always has a lot of bad luck. Und das ist eine Person in deinem Leben, die immer ziemlich viel Unglück hat. Nothing is right with them. Irgendwie, nichts ist denen gut genug, nichts passiert Gutes für diese Menschen. And your goal now is to include everybody that comes to that little meadow you have now. Und dein Ziel ist es, jeden anzunehmen, der dort auf dieser Wiese dir begegnet. And you're gonna do it this way. Und du machst das jetzt genau auf diese Art. You're going to say to this person, "Forgive me for seeing you as an unlucky person. Und du sagst das jetzt direkt zu dieser Person. Vergib mir, dass ich dich als Unglücksrabe in meinem Leben sehe. I did not realize that by seeing that in you, I was hurting you. Ich habe nicht verstanden, dass ich, wenn ich dich so sehe, dass ich dich damit verletze. I want to see only what is truth about you. Ich möchte nur sehen, was wahr an dir ist. I hope you can forgive me." Ich hoffe, du kannst mir vergeben. And you imagine that this person starts becoming light. Und du stellst dir jetzt vor, dass diese Person Licht wird. You will see beyond the body. Und du kannst wieder hinter den Körper schauen, durch den Körper. Beyond the body is what God created.
Denn das ist, was Gott kreiert hat, Licht. And now you see now that around yourself a circle of light is growing. Und du siehst, dass auf dir direkt schon ein Lichtkreis wächst. And you will include in this circle of light, you will include this person. Und in diesem von dir kreierten Lichtkreis lädst du diese Person gegenüber von dir ein. Give this person a hug in that light. Umarme diese Person in diesem Licht. And you can say to this person, you are healed. Und du sagst dieser Person, du bist geheilt. And observe how you feel when that happens. Und beobachte, wie du dich fühlst, wenn das passiert. What you feel is the gift, is the bad luck leaving your life forever. Was du jetzt fühlst, ist, dass das Unglück dein Leben verlässt. Für immer. And now at the distance comes another person. Und jetzt in der Ferne siehst du eine weitere Person kommen. It's a person who's always angry with the world. Das ist eine Person, die immer wütend ist auf diese Welt. Is always complaining. Sie beschwert sich auch immer über diese Welt. Complains about every little detail about everything. Ärgert sich über jedes kleine Ding, über alles einfach. Find that person of your life Finde diese Person in deinem Leben and say to that person, forgive me for the way I've been looking at you. und du sagst auch zu dieser Person, vergib mir, wie ich dich gesehen habe. I did not realize that by seeing you this way, I was hurting you. Ich habe nicht verstanden, dass, wenn ich dich so sehe, dass ich dich damit verletze. I choose to see only what is true about you. Ich möchte nur noch sehen, was wahr ist an dir. And you imagine now that your circle of light grows a little bit bigger and includes this person. Und jetzt stell dir vor, wie dein Lichtzirkel, wie dein Lichtkreis noch weiter wird und auch diese Person integriert. And you see beyond the body of the person. Und du siehst wieder über den Körper dieser Person hinweg. Observe how you feel now. Schau, wie du dich jetzt fühlst. And there comes a third person at the distance. Und da in der Ferne kommt noch eine dritte Person. It's a person who always wants to be right. Das ist diese Person, die immer Recht haben will. They never want help. Die möchten niemals Hilfe. They're always so independent. Die sind immer so unabhängig. But you can also see that they're always wrong. Aber du siehst auch, dass sie einfach immer falsch sind. And you say to this person, forgive me for the way I've been looking at you. Und du sagst auch zu dieser Person, vergib mir, wie ich dich gesehen habe. I didn't realize that I was hurting you with my vision. Ich habe nicht verstanden, dass ich dich mit dieser Vision von dir, mit diesem Bild von dir verletzt habe. And I was hurting myself too. Und ich habe auch mich selbst damit verletzt. I choose to see only what is true about you. Ich wähle nur noch zu sehen, was wahr ist an dir. You are the Son of God. Du bist der Sohn Gottes. And your little circle expands a little more and includes this person. Und dieser kleine Lichtkreis wird immer größer und nimmt auch diese Person mit auf. You see beyond the body of this person. Und du schaust wieder über den Körper dieser Person hinweg. And now you see, like behind your back, Und jetzt siehst du hinter deinem Rücken, and you see that all the gifts been giving the world have been multiplying. dass all diese Geschenke, die du dieser Welt jetzt gegeben hast, sich vermehrt haben. Everyone has a little circle that is expanding over and over in every direction. Denn jeder, den du gerade befreit hast, hat auch einen Kreis, bei dem auch er oder sie wieder Leute befreit hat. Thanks to you. Danke an dich. And to this image, God comes. Und zu diesem Bild kommt jetzt Gott.
and joins every circle of light. Und mit seinem Licht geht er in jeden Kreis, in jeden Lichtkreis hinein. To give each one of you His strength. Um jeden von euch seine Stärke zu geben. And God thanks you for doing your function in this world. Und Gott dankt dir, dass du deine Funktion erfüllst hier in dieser Welt. Enjoy some moments there with God. Und jetzt erlaub dir zu genießen diese Momente, die du jetzt mit Gott hast. We thank God Wir danken Gott, for He was always here with us. denn er war immer mit uns. But we had closed the gates of our little kingdom. Aber wir haben die Tore unseres kleinen Königreichs verschlossen. But now they are wide open, so He can enter. Aber jetzt sind sie weit offen und er kann eintreten. And His kingdom becomes ours. Und sein Königreich wird unseres. Amen. Amen. You can now slowly come back to your body. Und jetzt kommt langsam zurück zu deinem Körper. You can slowly move your toes, hands, stretch if you need to. Langsam bewege deine Zehen, deine Hände, stretch dich. And we have a few minutes for your questions, if you have any. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für eure Fragen, wenn ihr welche habt. Thank you so much. So beautiful. Sibylle. Manchmal habe ich es total schwer, wenn ich die Augen zumache, das Licht zu sehen. Okay, sometimes I'm having difficulties when I'm closing my eyes that I'm still seeing a light. It's just getting black. Ach so, Das- Deutsch. Ja. Ja, Muss ich nochmal auf Deutsch? Nee, oder? Ihr habt es verstanden. Gut. That she has Ja. Again? Can you repeat it? Sometimes she has the problem when she's closing her eyes that she's not seeing a light or something. She's just seeing darkness. Okay, it's not a problem as long as your intention is to imagine it. Das ist kein Problem, solange deine Intention ist, dir das trotzdem vorzustellen, das Licht. Okay? So there's no difference between imagining forgiveness and forgiving. Es gibt keinen Unterschied zwischen sich Vergebung vorzustellen und es wirklich zu tun. In the same way, it makes no difference what images you see in the exercise. In dieser Übung jedenfalls macht es keinen Unterschied dazu, welche Bilder du siehst oder welche du nur intendierst. So I ask you, how do you feel now? Also ich frage dich einfach, wie fühlst du dich jetzt? Super, okay. Okay, that's a goal. You reached the goal. Das war das Ziel, du hast es erreicht. Yay. Ich habe eine Frage, einen Tipp. Wenn Müdigkeit, also wenn ich merke, dass ich dann so manchmal wegdrifte, also ein Tipp, was ich machen kann, wenn ich so eine Müdigkeit sich einstellt und ich merke. Okay, so Verliere ich meinen Faden. so what can I do in these exercises when I'm starting to get a bit dizzy or tired and I'm really like getting out of the concept? Okay, in my last session I talked about will. In meiner letzten Session habe ich über die Kraft des Willens geredet. The Course in Miracles is strengthening our will to be allied with peace instead of disordered thought. Also der Kurs in Wundern stärkt unsere Willenskraft, um sich mehr mit dem Frieden zu verbinden,
als mit der ungeordneten Kraft unserer Gedanken. So if you get sleepy, dizzy, confused, Also wenn man müde wird, durcheinander, irritiert, know first that it's your will to be like that. dann wisse, es ist erst auch wirklich dein Wille ist, so zu sein. And you can actively do something about it. Und du kannst wirklich ganz aktiv da etwas tun. You can say, Holy Spirit, this is not what I want. I want to do the exercise. Heiliger Geist, bitte hilf mir jetzt. Ich will nicht diesen Zustand. Ich möchte, dass du mir hilfst. Ich möchte diese Übung zum Beispiel jetzt machen. What can I do about this? Was kann ich jetzt tun? Zeig's mir. Okay, maybe the answer is open your eyes. Genau, vielleicht ist die Antwort, deine Augen zu öffnen oder irgendetwas zu machen. Yeah. Und dann zurückzukommen. Mhm. Danke. Andreas. Wenn die Person oder irgendeine Person sich vordrängelt oder etwas mir wegnimmt, ich das Gefühl habe, dann komme ich in so eine Ohnmacht, in so eine Kleinheit. Was kann ich in diesem Augenblick tun, Okay. wenn mir die Energie abgezogen wird? Okay, wenn ich if I'm in my everyday life and I feel like somebody is trying to get energy of me, or it's like really, I don't know, getting ahead of me and just trying to get my energy, and how do I get along with that? War das ungefähr so? Ja. Yeah, okay. And I feel helpless. Ja, Ja. genau. And if I feel helpless about that, what can I do with that? Well, if we look at that image correctly, it's a beautiful image. Es ist ein wirklich schönes Bild, was du da hast. Lass uns das mal genauer anschauen. Imagine people wanting energy from you and you give them to them. Stell dir doch mal vor, die Menschen wollen Energie von dir und du gibst sie denen ein. That's exactly the image of the little garden. Stimmt, das ist doch genau das Bild von dem kleinen Garten, was wir hatten, mit dem Wasser, was jemand von The dir problem is, I believe, I'm in my little kingdom with not enough water. Genau, ich glaube, dass ich nicht genug Wasser habe dort in meinem kleinen Königreich. But the fact or the act of giving shows me that I didn't lose. Aber wenn ich denn was gebe, zeigt es mir, dass ich in Wirklichkeit nicht etwas verloren habe. I can only gain Ich kann eigentlich nur wirklich etwas bekommen, for everyone. für alle. Okay, but can I ask a question to that? Because sometimes I also have the feeling that I'm giving and I feel very drained about that. So is it then because I have the feeling I don't have enough? Yes. Aha, okay. Okay, nochmal auf Deutsch. Ja, sorry. Okay, also ich habe nochmal nachgehakt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich gebe und gebe und gebe und irgendwie kommt da gar nichts zurück. Aber ist es dann wirklich aus dem Gedanken des Mangels, dass ich denke, ich habe eigentlich gar nicht genug und ich gebe trotzdem? Und er sagt, ja, that's it. Okay. So the way that you fix that is very similar to what we did in the first part of the session. Genau, also es ist wirklich sehr ähnlich zu dem, was wir am Anfang der Session gemacht haben. I connect myself with the scarcity. I don't have enough. Ich verbinde mich ja in diesem Moment mit mit dem mit dem Mangel. So I can take a good look at it. Und ich sollte mir diesen auch wirklich anschauen. This is what I feel when I think I'm lacking. Genau, so fühlt es sich an, wenn ich denke, ich vermisse etwas, mir fehlt etwas. From here I can decide with my will, this is not what I want. Und hier kann ich entscheiden mit meinem Willen, das ist aber nicht, was ich will. Where did I form this belief? Where have I brought it from the past to the present? Warum habe ich diesen Gedanken, diesen Willen denn von der Vergangenheit jetzt hierher gebracht? And I asked the Holy Spirit, okay, take me to that moment where I decided. Heiliger Geist, bitte führ mich zu diesem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. And you find an image, can be 5 days ago, 10 years ago, 40 years ago. Und du wirst einen Moment oder ein Bild bekommen, 5 Jahre her, 10 Jahre her, egal. And you rescue yourself Und du kannst dich wieder retten aus diesem Moment. from that wrong belief that you were lacking. Von diesem falschen Glauben, den du dort erhalten hast. What is crazy about this is by giving yourself what you were missing, you realize that you already had it. Und was so verrückt ist an diesem Moment, ist, dass du in diesem Moment dir das dann gibst, wo du dann merkst, ach, ich hatte das ja eigentlich schon die ganze Zeit.
And now you need to actively give it to everyone involved in that situation. Und dann musst du es auch aktiv geben an alle, die in dieser Situation mit beteiligt waren. So that you can keep it. If you keep it for yourself, you lose it. You need to give it so you can keep it. Denn wenn du es für dich behältst, dann kommst du wieder in diesen Mangelgedanken. Also du musst es wirklich dann geben, damit es für alle und auch für dich zugänglich ist. Ja, we have to stop soon. Yeah. One last question and we can stop. Also eine letzte Frage noch. Maybe she? One there. The woman? Device? Ja, ich habe noch die Frage, was ist, wenn man so vereinnahmt, geradezu überrannt wird, nicht nur, dass man Dinge oder was machen soll oder geben soll oder haben soll, was man eben nicht hat. Gut, das ist Mangelgedanke, aber diese Vereinnahmung oder dieses Überstülpen, also Entgrenzung Okay. und nicht respektieren, dass man auch eine Seele hat oder wie auch immer. Wie kann ich dem begegnen? Meinst du so, sorry, I just have to ask, meinst du, also wenn jemand dein Nein nicht akzeptiert oder genau, sag mal eine konkrete Situation, das war jetzt sehr, für mich noch nicht so... Wie? Grenzüberschreitung. Die Grenzüberschreitung und diese Vereinnahmung so im Geiste, ohne dass man eine eigene Meinung hat oder sich als Person oder in seinem Denken wiederfindet, also untergeht. Okay, ich weiß nicht, ob ich ganz verstanden habe. Okay, Entgrenzung. So there's a question, because I didn't really get it. There's a question about how do I react when somebody is not only crossing my borders, but also trying to like overwhelm me. Yeah. Try to take me in. Okay, I'll make it short because of time constraints, but we can speak after the session if you need more. Genau, wir machen es ein bisschen kürzer, aber wir können auch nach der Session noch weitersprechen. This is the question about limits. How do I set limits? Genau, also hier geht es um Grenzen. Wie setze ich Grenzen fest? And the common knowledge is that I need to set limits for myself so that I don't be hurt by others. Und der allgemeine Glauben ist, dass ich Grenzen setzen muss, um mich selbst zu sichern, um mich abzusichern. The Course flips it around and says, let the Holy Spirit set the limits for you for their sake. Okay. Und der Kurs in Wundern, der dreht das aber um und sagt, bitte lass den Heiligen Geist diese Grenzen für dich setzen, damit Gott sein Werk tun kann. So Holy Spirit. Andersrum? Damit die anderen das tun können. So Holy Spirit you set the limit so this person can heal with me. Also der Heilige Geist sagt, du setzt die Grenzen und dann kann diese andere Person mit mir heilen. Maybe the solution is there's no limit. There's nothing, no boundary to set. Vielleicht ist dann die Lösung, es gibt vielleicht gar keine Grenzen. Maybe the solution is a change in the relationship. Vielleicht ist die Lösung in dem Moment eine Veränderung in der Beziehung. But every case is very specific. Aber jeder Fall ist einfach sehr speziell, eigen. What you need to do first is to forgive. Was du zuerst tun musst, ist vergeben. So I'll close with one last note. If you need to or want to go deeper into this topic, is in chapter 18, the little garden. Okay. Ich schließe jetzt mit einer letzten Bemerkung. Wenn du ein bisschen tiefer gehen möchtest, es ist in Chapter Kapitel 18, der kleine Garten. So thank you. Okay.